see the record. Also danke an euch alle, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr auf diesen heutigen Abend. And Grandmother Flordemayo, I was reading half an hour ago that several of our people here who are attending will be at the Externsteine. Yes. Yes. Externstein is very, 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 very special. Very close to my heart. Externstein ist sehr, sehr, sehr speziell und ist sehr nah bei meinem Herzen. I experienced the beloved mother there, and it was so beautiful. Ich habe dort die geliebte Mutter erfahren und es war so wunderschön für mich. I was with my dear friend Renata Otto and her daughter Kaya. Ich war dort mit Renata Otto, meiner sehr guten Freundin, und ihrer Tochter Kaya. Beautiful, beautiful. Yes, I'm very glad that you are here with us today, dear Grandmother Flordemayo. And I'm very excited to hear from your wisdom and to learn a little bit from your wisdom. And so you can start if you like. It's my pleasure, and I'm greatly honored because I love Germany and I love all of Germany's people. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein, und ich möchte noch einmal sagen, dass ich Deutschland liebe und dass ich alle Deutschen auch liebe. Beautiful. Thank you for your words. Danke für deine Worte. I think we also have people here from Switzerland and from Austria. Ich glaube, wir haben auch Menschen oder Leute hier von der Schweiz und Österreich. Wie dich, Sabine. That's beautiful. I traveled into Switzerland, but not Austria. And it was really beautiful, yes, into the Alps. Ja, ich bin selbst in die Schweiz gereist, aber nicht nach Österreich, und es war wirklich ganz schön in den Bergen, in den Alpen in der Schweiz. Yeah, your daughter Heather was already writing a little bit about the day that is a very special day today, also in the Mayan calendar, and also a little bit about the water ceremony. And yeah, so we're looking forward to hear more from you. Deine Tochter Heather hat schon geschrieben, ein bisschen über diesen sehr speziellen Tag heute im Maya-Kalender und auch über die Wasserzeremonie. Und wir freuen uns sehr, jetzt mehr von dir zu erfahren darüber. Thank you so much. Heather is my biggest helper. Vielen Dank. Heather ist meine größte Helferin. Yeah, and she's here. Do you also want to say some words, Heather? Und sie ist hier heute. Möchtest du auch etwas sagen, Heather? Yeah. Well, thank you for having my mom and I on, and I'm joining you from Idaho, and it's such a pleasure to be with you. So thank you. I'm looking forward to the lesson and some wisdom from my mom. Ja, vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein kann mit meiner Mutter. Ich bin hier aus Idaho und auch ich freue mich, mehr Weisheit von meiner Mutter heute Abend zu erfahren.
Yes. Heather just asked me if it would be good to start with a prayer. That would be very beautiful, Grandmother Flordemayo. Heather hat mich gleich gefragt, ob wir mit einem Gebet beginnen sollen, und ich finde, das wäre sehr schön, Flordemayo, damit zu beginnen. So, Alicia, are we ready to start? Yes. Alice, Okay, I just needed to get the okay. Ich musste zuerst das Okay einholen. Mm-hmm. 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 Beloved Creator, Geliebter Schöpfer, beloved Beauty, geliebte Schönheit, Mother, Father, Mutter, Vater, you are du bist the heart of the heavens, das Herz des Himmels, the heart of the earth. das Herz der Erde, Beloved Beauty, geliebte Schönheit, beautiful light, schönes Licht, I embrace you. ich umarme dich. I feel your healing energy moving through me. Ich spüre deine heilende Energie durch mich hindurchfließen. And I ask of you, beloved Mother, Und ich bitte dich, geliebte Mutter, allow each and every one to experience your beauty. erlaube jedem von uns deine Schönheit zu erfahren. Bathe us Bade uns in your beautiful light. in deinem wunderschönen Licht. Awaken us Erwecke uns deeply in our hearts tief in unseren Herzen, so that we, damit wir as the humans, als die Menschen can remember uns erinnern können, your language of the heart, deine Sprache des Herzens, your language of the light, deine Sprache des Lichts, where we could move from this moment on aus der wir von diesem jetzigen Moment aus weitergehen können, under your beautiful guidance. unter deinem wunderbaren Schutz. Beloved Mother, Geliebte Mutter, I see you ich sehe dich as this beautiful funnel of light. als dieser wunderschöne Tunnel des Lichts, aus Licht. As I stand under the shower of your light, beloved Mother, Während ich unter deiner Dusche des Lichts stehe, I'm going to thank the grandmothers of the four directions. werde ich den Großmüttern Dank aussprechen aus den 4 Himmelsrichtungen. I'm going to thank the spirit of all of our ancestors. Ich werde dem Geist all unserer Vorfahren Dank aussprechen. Each and every one of our ancestors. Jedem einzelnen unserer Vorfahren. I would like to thank Ich möchte Dank sagen the spirit dem Geist of all of the mountains around the world.
in allen Bergen die ganze Welt herum, all of the volcanoes around the world, allen Vulkanen die Welt herum, all of the sacred waters around the world, allen heiligen Gewässern die Welt herum, all of the valleys, allen Tälern, all of those areas that are covered in snow, auch allen Gegenden, die in Schnee bedeckt sind, the sweet waters of the lakes and rivers, das frische Wasser der Seen und Flüsse. let all of this nature be with us in gratitude. Möge die ganze Natur bei uns sein in Dankbarkeit. On this sacred day, beloved Creator, An Mother, Father, diesem heiligen Tag, geliebte Mutter, geliebter Vater, this day of Doch, dieser Tag des Doch, I thank you. danke ich euch. I want to thank the spirit of the element of the sacred air. Ich möchte den Geist der heiligen Elemente danken, dieser Luft, The element of the sacred fire, dem Element des heiligen Feuers, the element of the sacred earth and water. den Elementen der heiligen Erde und des heiligen Wassers. Beloved Mother, Geliebte Mutter, in the name of the great mystery, im Namen des großen Mysteriums, I thank you. ich danke dir. And I thank each and every one listening. Und ich danke jedem Einzelnen von euch, die ihr jetzt hier zuhört. First of all, I'm going to send greetings to everyone from New Mexico. Zuallererst möchte ich allen aus Neumexiko meine Grüße schicken. And I'm going to wish you a very, very beautiful rest of your day. Und ich werde euch allen einen wunderschönen Rest dieses Tages wünschen. And I want to thank everybody for inviting me to be here at this moment. Und ich möchte auch allen danken, die mich hierher eingeladen haben, in diesem Moment hier zu sein. So this morning, I would like to speak to you about the grandmother of creation. Heute Morgen möchte ich zu euch sprechen über die Großmutter der Schöpfung. But first, I'm going to give you a little bit of background. Ich werde euch erst ein bisschen Hintergrund erzählen oder darstellen, According to the Maya. gemäß den Mayas. The Maya nation is from the tip of the Yucatan Peninsula Das Maya-Volk ist von der Spitze der Yucatan-Halbinsel down into Nicaragua. und geht bis hinunter nach Nicaragua. So this nation is one of the largest indigenous nation. Und dieses Volk ist eines der größten Urvölker. And in this nation, there are many, many languages, Und in diesem Urvolk sind viele verschiedene Sprachen, many, many dialects, viele verschiedene Dialekte. and so I wanted you to have this in back of your mind because
I'm going to speak to you according to the Quiché Maya from Guatemala. Und es ist wichtig, dass ihr das in eurem Hinterkopf behält, während ich spreche, denn ich werde jetzt zu euch sprechen von den Quiché Maya aus Guatemala Sicht. So the word grandmother in Quiché, Das Wort Großmutter in Quiché it's Nan. heißt Nan. And so the grandmother in the beginning of creation, Die Großmutter war also am Anfang der Schöpfung. she created everything in the Mayan world. Erschuf sie alles in der Welt der Mayas. She created the earth. Sie erschuf die Erde. She created all that grows on the earth, all of the trees, all of the vegetables, every food, fruit, all of the medicine plants. She created the different grasses. Also sie erschuf alles auf der Erdoberfläche, die verschiedenen Bäume, die verschiedenen Gräser, Pflanzen, alles, die Früchte, alles, die Nahrungsmittel, hat sie alles erschaffen. And because the earth has the flowing magma inside of her, Und weil die Erde das flüssige Magma in sich trägt, this magma of light is known as the heart of the earth. und dieses Magma aus Licht ist bekannt als das Herz der Erde. And so the grandmother, before she created the children of the earth, Und bevor die Großmutter die Kinder der Erde erschaffen hat, she started to create the heavens. hat sie begonnen, den Himmel zu erschaffen. And she created the stars, the moon, the sun. Und sie erschuf die Sterne, den Mond, die Sonne. She created all that is out there, the different planets. Sie hat also all die Planeten dort draußen erschaffen. And when the grandmother gazed at the heavens Und als die Großmutter den Himmel betrachtet hat and saw the beautiful, beautiful light, und dieses wunderbare, wunderschöne Licht gesehen hat, she called the beautiful heavenly light the heart of the heavens. hat sie dieses wunderschöne Licht am Himmel das Herz des Himmels genannt. And so she said, I have created the mother and the father. Und so hat sie also gesagt, ich habe die Mutter erschaffen und den Vater. And so having the mother and the father, she decided that she was going to now have the spirit of the mother and the father create the children. Und nachdem sie also Mutter und Vater erschaffen hatte, begann sie aus dem Geist von Mutter und Vater die Kinder zu erschaffen, der Erde. Because everything is created from the mother, the word children is a word that is used for everything that lives on the earth. Und weil alles aus der Mutter erschaffen wird, ist das Wort Kind ein Wort, das für alles gebraucht wird, was auf der Erde existiert. So, for example, Zum Beispiel, if we have little horses on the earth, wenn wir kleine Pferde auf der Erde haben and there are human children,
und es auch Menschenkinder gibt, the little horses are known as children. dann sind die kleinen Pferde werden Kinder genannt. Just like the humans, there is no separation. We are all children of the Creator, Mother, Father. Genauso wie die Kinder genannt werden, weil wir sind alle Schöpfungen Kinder des großen Schöpfers. And children could be big elephants, Und Kinder können wie große Elefanten sein just like little bugs can be children. und auch kleine Käfer können Kinder sein. It depends on what we're talking about. If we're talking about the world of little bugs or the world of big animals. Es hängt alles davon ab, über was wir uns unterhalten, ob wir über die kleinen Käfer, die Welt der kleinen Käfer sprechen oder die ganz großen Tiere. And of course, Und natürlich, the grandmother created all of the children birds. und natürlich hat die Großmutter alle Kindervögel erschaffen. From the tiny, tiny little hummingbird Vom kleinen Kolibri all the way up to the big birds like the stork. bis zu den ganz großen Vögeln wie dem Storch zum Beispiel. The hummingbird is a child, the stork is a child. Der Kolibri ist ein Kind und der Storch ist ein Kind. So the grandmother created all of these things, and she also created the oceans. Die Großmutter hat also alle diese Dinge erschaffen und sie hat auch die Ozeane erschaffen. She created the rivers and the streams. Sie hat die Flüsse und Ströme erschaffen. She created the lakes, Sie hat die Seen erschaffen. and she created the animals that live in the salty water Sie hat die Tiere erschaffen, die im Salzwasser leben and in the sweet water. und im Süßwasser. And so she did not want to forget that there will be animals that will fly. Und sie wollte auch nicht vergessen, dass es auch Tiere gibt, die fliegen. And of course, we think about them, and we have that area of all of these animals that fly. Und natürlich kennen wir sie und es gibt alle diese Tiere, die fliegen. So the grandmother, when she was satisfied and happy that with her creation, Und als die Großmutter eigentlich zufrieden und glücklich war mit ihren Geschöpfen, she felt that it was a good time for the lords of the four directions hatte sie das Gefühl, dass es ein guter Zeitpunkt war für die Herrscher der 4 verschiedenen Himmelsrichtungen, to present themselves dass sie sich zeigen to the children of the earth. den Kindern dieser Erde. And the grandmother called on the Lord of the West. Und die Großmutter rief den Führer des Westens an. The Lord of the West came down from the heavens as a shaft of light. Und der Führer des Westens kam auf die Erde wie ein Lichtkanal, ein Lichttunnel. And so when the children saw this beautiful shaft of light come down, Und als die Kinder diesen wunderschönen Lichttunnel sahen, wie er runterkam auf die Erde, the children ran to see what it was. rannten die Kinder los, um zu sehen, was das genau war. And this beautiful shaft of light, when it landed on the earth, it became solidified. Und dieser wunderschöne Lichttunnel, als er auf die Erde kam, wurde er konkret.
verkörpert. And so it became solidified like crystal. Und er hat sich materialisiert zu Kristall. But not only a crystal, but a crystal with a sacred skull face. Ja, nicht nur einfach als Kristall, sondern als Kristall mit einem heiligen Schädelhaupt. Totenschädel. And so the children were very curious because they are beginning to learn. Die Kinder wurden natürlich ganz neugierig, weil sie begannen, etwas zu verstehen, zu lernen. And they said to the Lord of the West, which the name is Kame, Und sie haben dem Geistführer aus dem Westen gesagt, der Kame heißt, Lord Kame, why is it that you are in this shape of a skull? Führer Kame, aus welchem Grund trittst du hier hervor in dieser Form eines Schädels, eines Totenschädels? And Lord Kame said to the children, children, you as children have this cranium, and inside your physical cranium, you hold there your essence of intelligence. Your brain is here. This is the capsule of your intelligence. Und Führer Kame hat gesprochen, Kinder dieser Erde, ihr habt bei euch selbst dieses Schädeldach und in diesem Schädeldach habt ihr die Intelligenz. But because I come from the stars Doch, in the shape of light, solidifying into a crystal, doch weil ich aus den Sternen heruntergekommen bin und mein Geist sich verfestigt hat in dieser Schädelform des Kristalls, my crystal cranium mein Kristallschädeldach has the knowledge hat das Of- Wissen, of the stars. also trägt das Wissen der Sterne in sich. So this is the beginning of the teachings on the humans interacting with celestial Und das ist der Beginn der Verbindung, der Kommunikation zwischen den Menschen und den himmlischen Wesen. and the children learned the teachings on how to become celestial and terrestrial walkers. Und die Kinder begannen die Lektion zu lernen, wie sie sowohl Erdwesen wie auch himmlische Wesen gleichzeitig sein können. And this is the beginning. Und das ist der Beginn. So this story is a very, very beautiful story of creation. And for me, it's a great honor to share with everybody because it's a very loving, and of course it gets very detailed, and there's a lot of dialogue between student and teacher. Also But für mich ist das eine wunderschöne Schöpfungsgeschichte und sie berührt mich auch fest und es gibt natürlich viel Dialoge zwischen Lehrer und Schülern. And so the next thing that I would like to speak about and also show you Und als nächstes möchte ich über etwas sprechen und euch etwas zeigen. is a simple ceremony Eine Symbolzeremonie, using the element of water.
die das Element Wasser beinhaltet. We could use any type of container that you want. Ihr könnt irgendein Gefäß dafür verwenden, Something very small, etwas ganz Kleines, something very big. etwas sehr Großes, Yeah, whatever you like. was immer euch gefällt. But in preparation, Aber zur Vorbereitung it's a good idea to think about prayer, ist es gut, sich einmal ein bisschen Gedanken zum Gebet zu machen. to write a prayer in a piece of paper, Ein Gebet auf ein Stück Papier niederzuschreiben and to take time to contemplate und sich Zeit zu nehmen, ein bisschen nachzusinnen, in sich zu gehen and to think, why is it that you want to do water ceremony? und darüber nachzudenken, weshalb du genau eine Wasserzeremonie durchführen möchtest. Is the water ceremony to send healings to someone? Ist die Wasserzeremonie dafür da, Heilung jemandem zu senden oder zu schicken? Maybe healings for you, for yourself, Oder Heilung für dich selbst? someone in your family. Jemand in deiner Familie? Maybe a baby is going to be born. Vielleicht wird ein Baby geboren. Maybe you are receiving a little house pet like a puppy. Oder vielleicht bekommst du ein kleines Haustier wie ein kleines Hündchen. Or maybe receiving a baby horse. Oder vielleicht ein Babypferd. Maybe you're going to gather some seeds. Oder vielleicht sammelst du ein paar Samen. Maybe you have gathered flowers to put in the water. Oder vielleicht hast du Blumen gesammelt, gepflückt, um aufs Wasser zu legen. We all have many reasons Wir to alle, do water ceremony. wir alle haben ganz viele verschiedene Gründe, weshalb wir eine Wasserzeremonie durchführen möchten. The element of water Das Element des Wassers is our first element of life. ist unser erstes Element des Lebens. This water, Dieses Wasser, we first became one with this water as we were in utero before we were born. wir sind zuerst mit diesem Wasser verschmolzen, als wir im Mutterleib waren, bevor wir geboren wurden. And that is why it's called the first element of life. Und aus diesem Grund wird es das erste Element des Lebens genannt. So the water is used to maintain ourselves, our body, Das Wasser wird benutzt, um unseren Körper aufrecht zu erhalten. not only to intake as a drink, Nicht nur um es zu trinken, but also we use it to bathe, wir benutzen es auch, um uns zu baden, to do sacred bathing, um ein heiliges Bad zu nehmen, to keep our bodies not only clean from everyday outside debris, but also to spiritually cleanse our body. nicht nur um unseren Körper von der äußerlichen Verschmutzung zu reinigen, sondern auch um uns spirituell zu reinigen. So we think about all of these things and many other things Wir denken as, auch über all diese Dinge nach und auch viele andere Dinge, as we prepare the water. während wir das Wasser vorbereiten.
My container here, Mein Behälter hier, this vessel belonged to my mother. dieses Gefäß, das ich habe, gehörte meiner Mutter. If I am 70 something years old, Wenn ich 70 und etwas Jahre alt bin jetzt, this is much older. ist das natürlich noch viel älter. So I want to introduce you to my vessel of water that I inherited from my mother. Ich möchte euch also dieses Gefäß jetzt zeigen, vorführen, das ich von meiner Mutter geerbt habe. But of course, use anything. It could be made out of any material. Ihr könnt irgendetwas brauchen, es kann aus irgendwelchem Material bestehen. It doesn't have to be glass. Es muss also nicht Glas sein. And sometimes we hold water in our hands. Und manchmal halten wir das Wasser einfach in unseren Händen. So the hand could be a vessel too. Die Hand kann also auch ein Gefäß sein. We collect our water. Wir sammeln also unser Wasser. What kind of water do you want? Was für ein Wasser möchtest du denn? You want rainwater? Möchtest du Regenwasser? You want water from a stream? Möchtest du Wasser eines Stromes? You want water from the ocean? Möchtest du Wasser aus dem Ozean, From the river? aus dem Fluss Perhaps water from your well oder vielleicht Wasser aus deiner Quelle or city water. oder Stadtwasser? All of these waters are different, Alle diese Wasser sind anders and where they come from, their source, und woher sie kommen, aus welcher Quelle, is different. ist auch unterschiedlich. So we think about this before we start our ceremony. Also wir denken darüber nach, bevor wir unsere Zeremonie beginnen. So we think about how we're going to gather our water, Wir denken also, wie wir unser Wasser sammeln, and we think of the prayer. und wir And- denken über das Gebet nach And that would be, and how we're going to write the prayer down. und wie wir unser Gebet niederschreiben wollen. So my water today Also mein Wasser heute is from the well here in the land of the path. Das Wasser hier ist aus der Quelle von diesem Land hier, the path, der Weg. Mhm. And this water comes from underground lake. Und dieses Wasser stammt aus einem unterirdischen See. So this water is very, very good water. Das Wasser ist also sehr, sehr gutes Wasser. And my ceremony with the water today Und meine Zeremonie mit dem Wasser heute will be for healing. wird fürs Heilen sein. We bring our water Wir nehmen Next. unser Wasser next to our mouth. an unseren Mund And we start to speak. und wir beginnen darauf zu sprechen, To the water. zum Wasser zu sprechen. We can call on the heart of the heavens, Wir können das Herz des Himmels herbeirufen, the heart of the earth, das Herz der Erde, to infuse this water. dieses Wasser zu benetzen. And so together we say, heart of the heavens, heart of the earth.
Und wir sagen gemeinsam, Herz des Himmels, Herz der Erde, come kommt into this vessel of water in dieses Wassergefäß. with your energy. Stir our water. Wirbelt das Wasser mit eurer Energie durcheinander. And in your mind, watch the water moving. Und in eurem Geist seht, wie dieses Wasser sich bewegt. Watch it like a tornado. Seht es gerade wie ein Tornado Moving, sich bewegt. the water moving in a sacred circle. Das Wasser bewegt sich in einem heiligen Kreis, Becoming one wird verschmilzt from the spirit of the heavens and the spirit of the earth. mit dem Geist des Himmels und dem Geist der Erde. Beloved spirit of the sacred waters, Geliebter Geist der heiligen Wasser, fortify us, stärke uns, bless us, segne uns, O sacred liquid, o heilige Flüssigkeit, elixir of life, Elixier des Lebens, beloved creator, geliebter Schöpfer, bless this water. segne dieses Wasser. Grandmothers of the four directions, Großmütter der 4 Himmelsrichtungen, bless this water. segnet dieses Wasser. Lords of the four directions, Führer der 4 Himmelsrichtungen, bless this water. segnet dieses Wasser. Beloved beauty, Geliebte Schönheit, we stand here before you, wir stehen hier vor dir. representing all of the waters of life. Wir stehen für all die Wasser des Lebens. The waters of the ocean, Das Wasser des Ozeans, the frozen waters that live in the mountains, die gefrorenen Wasser in den Bergen, the sweet waters of the lakes and rivers, die süßen Wasser der Seen und Flüsse, the bitter waters of the geysers, das bittere Wasser der Geysire. beloved creator, Geliebter Schöpfer, all of the waters in the human body of the female, alle Wasser im menschlichen Körper der Frau, the tears, die Tränen, the saliva, den Speichel, the breast milk, die Milch aus den Brüsten, the menstrual, das Menstruationsblut, the urine, der Urin, as it represents the female body, the Dies- body of the male, Sie repräsentieren den weiblichen Körper, der männliche Körper, the tears, die Tränen, the saliva, der Speichel, the semen, der Samen, the urine, der Urin and of course, our moving, living blood that moves through our body. und natürlich das Blut, das lebt und sich durch unseren Körper bewegt. We are all part of this sacred water, beloved Creator. Wir sind alle Teil dieses heiligen Wassers, geliebter Schöpfer. On this sacred day, An diesem heiligen Tag we ask for your blessings, bitten wir um deinen Segen, so that we can later take this water
damit wir dieses Wasser später nehmen können with your blessings that are infused, mit deinem Segen, der darin ist, that we can drink this water. dass wir dieses Wasser trinken können. We can take this water and we can wash our tears. Wir können dieses Wasser nehmen und unsere Tränen abwaschen. We can take this water and we can bless all of the words that come from our mouths. Wir können dieses Wasser nehmen und alle unsere Worte, die aus unserem Mund kommen, segnen damit. We could take this water and we could wash our breasts if we are feeding our babies. Wir können dieses Wasser nehmen und unsere Brüste waschen, wenn wir ein Baby an der Brust haben. And we could use this blessed water Und wir können dieses gesegnete Wasser nehmen, also to bring it back into nature. es zurück zur Natur zurückzugeben. If we go to the river, Wenn wir zum Fluss gehen, we can bring our water and bless the river. können wir unser Wasser nehmen und den Fluss damit segnen. If we go to the ocean, Wenn wir zum Meer gehen, we can bless the ocean. können wir das Meer damit segnen. Any body of water that we can walk to and bless it. Jeder Körper aus Wasser können wir damit segnen. We could bless all of life, Wir können alles Leben damit segnen. blessing the trees, Die Bäume damit segnen, even if it's one little drop, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen ist. blessing the flowers, Die Blumen damit segnen, all of the herbs around us. all die Heilkräuter uns herum. We could bless little puddles of water where there might be life, like little frogs. Wir können kleine Tümpel damit segnen, wo es vielleicht Leben gibt wie kleine Frösche. So that not only the green life, but also the life that moves, that walks on the earth can be blessed. Dass nicht nur das grüne Leben damit gesegnet wird, sondern auch alles Leben, was sich auf der Erde bewegt. Maybe we have a container of water that we give water to wild birds. Vielleicht haben wir auch ein Gefäß, wo wir das Wasser für die wilden Vögel bereitstellen. We could put some drops in there. Könnten wir ein paar Tropfen dort hineingeben. We can put drops of water everywhere. Wir können solche Wassertropfen überall hin fließen lassen. And also we could water the rocks. Und auch könnten wir Felsen oder Steine damit benetzen. We offer water when we do a fire ceremony. Wir opfern Wasser, wenn wir eine Feuerzeremonie machen. And so this blessed water Dieses Ist- gesegnete Wasser is used to renew life. wird also benutzt, das Leben zu regenerieren. And of course, we can drink it ourselves. Und natürlich können wir es auch selbst trinken. And so I want to thank my beloved Creator Und so möchte ich meinem geliebten Schöpfer danken,
the creator of the heavens and the earth, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, for bringing us together dass sie uns zusammengeführt haben in this beautiful, beautiful circle of light, in diesem wunderbaren, wunderschönen Kreis aus Licht, in which we have shared in welchem from 4 directions. wir die 4 Himmelsrichtungen miteinander geteilt haben. I also want to share with everyone Ich möchte auch mit allen teilen, dass the image of the skulls das Bild des Totenschädels, they come in many, many different materials, die existieren in ganz unterschiedlichen Materialien, not only crystal, nicht nur als Kristalle, but I want to show you this metal skull. Ich möchte euch also auch diesen Totenschädel aus Metall zeigen. This metal is pyrite, Ja, dieses Material ist Pyrit. and this beautiful, beautiful, Es ist so Beautiful. wunderschön. Mhm. carving. And So- grandmother Flordemayo, do you know how old this skull is? The pyrite, Mhm. I do not know. Mhm. And sometimes Grandma Flordemayo does not ask too many questions because I am in love with the skull and I don't ask too many questions. I like to embrace the skulls in my heart and have that union of in which we as humans can become one, whether it's crystal or pyrite, that So- we become one. Alicia hat gefragt, wie alt dieser Schädel aus Pyrit ist, und Großmutter Flordemayo hat gesagt, sie weiß es nicht, aber es ist ihr auch nicht so wichtig. Sie möchte manchmal auch nicht so viele Fragen stellen. Sie versucht mit der Energie dieses Schädels einfach tief zu verschmelzen, und es kommt nicht darauf an, ob dieser Schädel aus Kristall oder Pyrit ist. Es ist mehr das Verschmelzen der Energie und das Gefühl. But I wondered if you might have a question or two before we close. Yes. Ja, ich möchte jetzt noch fragen, ob irgendjemand ein paar Fragen an mich richten möchte, bevor wir abschließen. I definitely have a question again, dear Flordemayo, about the crystal skulls, because I know there's also the prophecy of the Maya that in this time the crystal skulls come back or Also- reunite. Ja, Alicia hat definitiv noch eine Frage an Flordemayo, weil man ja in der heutigen Zeit sagt, diese Schädel kommen zurück, um sich wieder mit uns zu verbinden in der heutigen Zeit. Oder, I meant to reunite also with each other. That's what I was hearing. Oder dass sie sich untereinander wieder verbinden, diese verschiedenen Schädel. In 2010, 2010 I presently was united with many ancient skulls. wurde ich wieder vereinigt mit vielen
uralten Schädeln. There is a video Es gibt ein Video darüber, where I did the opening ceremony wo ich die Eröffnungszeremonie leitete for all of these skulls, and there were many, many ancient skulls there. Of course, there were many, many skulls. für alle diese uralten Schädel. Es waren also ganz viele dieser uralten Schädel dort. And the gathering was at the Miami Circle, an ancient circle like Stonehenge in Miami, Florida. Und diese Versammlung war im Miami Circle in Miami, Florida, wo das alles zusammenkam. And after that, many of the stones keep getting and coming together as often as they can. Und danach kamen alle diese Steine oder Schädel so oft wie möglich wieder zusammen. So the prophecy has started. Die Prophezeiung hat also bereits begonnen. In your area, you have a lady that has quite a few of ancient skulls. In eurer Gegend oder in deiner Gegend gibt es eine Frau, die ziemlich viele dieser Schädel hat oder besitzt. And her name right now escapes me. Im Moment kann ich mich nicht an ihren Namen erinnern. But I will remember and share it with everyone because she's in your area and she has brought her ancient skulls into the United States and she knows me. Ja, aber ich werde mich wieder daran erinnern und ich werde es mit allen teilen. Her first, oh, sorry. Ja, sie hat eben viele dieser uralten Schädel und hat sie wieder verbunden und war dort in Miami anwesend, präsent. Well, she has brought her skulls to the United States, not to Miami. Ah, okay. Sie hat diese Schädel nach Amerika gebracht, aber nicht nach Miami. Mhm. Yeah. Hi, Flordemayo listening. Ja. Yeah, thank you so much, Okay, Heather. so her name is not exactly like this, but it's very similar. Her first name is Yoki, Ja. and her last name is like Van Danken. I don't know. Also I cannot remember. Flordemayo hat versucht, sich an diesen Namen zu erinnern und sie heißt so etwas wie, nicht ganz exakt, aber Yogi van Danken. Das hört sich nach Holländisch, Niederländisch an. Yeah, we will search for her. Thank you. Well, you can search for her skulls. They're there, you know, in your area of Europe. Ihr könnt nach diesen Schädeln suchen, weil sie ist ja dort in eurer Gegend in Europa. Und Heather hat hier gerade auch einen Videolink gepostet, wollte ich kurz erwähnen. Ich habe ihn schon kopiert. Ich stelle ihn nachher noch in die Gruppe von der Kristallschädelzeremonie. Sehr spannend. Mhm. So here in your area, you have a grandmother that has a skull collection. Also in eurer Gegend gibt es eine Großmutter, die eine ganze Kollektion dieser Schädel hat. Mhm. And I wish you know, the best looking for her. She does have children. Ich hoffe, ihr findet sie. Sie hat Kinder. Yes. Mhm. And it's beautiful to know that you have those skulls over there. Und es ist schön für mich zu wissen, dass ihr diese Schädel dort drüben auch habt. So, Flordemayo, they have a special energy, right? The crystal skulls. And one of our women here, Irene, she would love to know why they are in skull form. Well, because the Lord Keme
wanted the children to understand that underneath the skin, the human skin, is the skull. Mhm. And the skull holds the brain, the intelligence. Also jemand wollte wissen, weshalb das in Form einer, also Irene wollte das wissen, in Form eines Schädels ist, was das für eine spezielle Energie ist. Und sie hat gesagt, das ist wegen diesem Geistführer Kame, der eben gesagt hat, der Schädel erinnert an unser Schädeldach und dort drin ist ja auch unsere Intelligenz, damit man das so To remind the children they have this human skull. dass die Kinder sich daran erinnern, dass sie dieses menschliche Schädeldach oder diesen menschlichen Schädel ja auch besitzen. And that makes the children terrestrial walkers. In other words, they walk on the earth. Und das macht die Kinder zu irdischen Wesen, die auf der Erde gehen. But the crystal skull Doch der Kristallschädel was light, became crystal from the heavens. It was light, war Licht, das zu Kristall wurde. became solid, Und wurde fest, wurde materialisiert and brought the knowledge of the stars. und brachte das Sternenwissen runter. And the crystal skulls have shown humanity Und die Kristallschädel haben der Menschheit gezeigt, how to be walkers wie sie eben auf der Erde gehen können of the stars. und mit den Sternen verbunden sind. So the skull carriers Also are die Träger des Schädels are celestial and terrestrial walkers. sind sowohl himmlische als auch irdische Wesen. Wanderer. Isn't that beautiful? Beautiful, and it also means the unity between earth and sky. Absolutely. Schön auch die Verbindung zwischen Himmel und Erde. So this is a very, very simple way of understanding this very, very complicated knowledge. Also eine ganz, ganz einfache Art, dieses so komplizierte Wissen zu verstehen. I love simplicity. Ich liebe Einfachheit. So I introduce you to simplicity today. Ich habe euch heute in die Einfachheit eingeführt. I want to say that I love you Ich möchte euch sagen, dass ich euch alle liebe. and I'm so, so happy to be with you. Ich bin so überglücklich, bei euch zu sein. My prayer is that we'll connect again. Ja, mein Gebet ist dahingehend, dass wir uns wieder verbinden werden. Yes, that would be amazing, dear grandmother, and also dear Heather. And at the end, Grandmother Flordemayo, I would love to talk a little bit about your organization, the past, because I think it is very important to support your project, especially the seeds, because you introduced us today to the power of the water that is all also inside of us. You reminded us how important the water is. The water is always there when we're breastfeeding, but when we're drinking, I mean, we are flowing, we have water flow inside of us. Yeah, But yeah. seeds are also very important, right? Also Alice hat gesagt, I can have Heather speak on that. Ja. ich kann schauen, dass Heather darüber etwas erzählt. Ja, ich kann es auch gerade mal selber in Deutsch sagen. Also ich habe
sie nochmal darum gebeten, etwas über ihre Organisation, den Weg, also The Path, zu erzählen, über die Kraft der Samen, weil sie hat uns heute so schön nahegebracht, wie wichtig das Wasser ist. Das Wasser ist in jedem Moment in uns. Wenn wir stillen zum Beispiel, habe ich natürlich dran gedacht, weil ich noch 2 meiner Kinder stille. Das fließt ständig in uns, aber ebenso wichtig sind die Samen, gerade für die Zukunft. Und ich denke, Heather wird uns jetzt etwas darüber sagen. Yes, Heather, it would be amazing if you can tell us a little bit about the power of seeds, because it's not only a seed, you know, a seed seems to be very little, but it has so much inside and it is so important for us human beings. And I think it's also the connection to Mother Earth, because every seed is growing in the earth, right? Well, I think that's, oh, I'm going to pause. Mom's going to say something. I'm going to remind everybody, the women, okay, when we think of seeds, we as women should take our hands and place it on our womb. Ich möchte alle Frauen, wenn wir über Samen sprechen, daran erinnern, sollten wir unsere Hände nehmen und diese auf unsere Gebärmutter legen. Because we are the seed carriers of Denn humanity. wir sind die Samenträgerinnen der Menschheit. So it starts with us. I'm going to let Heather speak. Beginnt also mit uns. And don't forget, Heather, they're going to translate. Do I'll speak like slowly. Yeah. Thank you, Mom. Well, my mom was guided by a vision to set up some temples for humanity. Also meine Mutter wurde durch Visionen dahingehend geführt, Tempel für die Menschheit zu errichten. I'm giggling because my mom's doing this. The temples for humanity also honor the 4 sacred elements. Die Tempel der Menschheit ehren auch die 4 heiligen Elemente. And it is located in Estancia, New Mexico. Sie sind in Estancia, New Mexico. And the big temple we have is the seed temple. Und der große Tempel, den wir haben, ist der Samentempel. And we preserve heirloom seeds from around the world. Und wir bewahren Samen auf, die das ganze Erbgut beinhaltet von überall auf der Welt. And many come from indigenous communities in Guatemala or in America or abroad even. Und viele kommen von den Urvölkern in Guatemala oder auch noch von anderen Orten weiter weg. We mainly collect the 3 sisters. Hauptsächlich sammeln wir die 3 Schwestern, Squash, beans, and corn. und Mais. And what we do is we have them cataloged with a picture. Wir katalogisieren die mit einem Bild And then we send them into the 4 directions. und dann schicken wir sie in alle 4 Himmelsrichtungen, For others to grow the seeds and give back to our seed bank. damit sie die Samen in die Erde bringen und dann uns auch etwas davon zurückgeben können für unsere Samenbank. And many times there will be spiritual elders that will come pray with the seeds. Und sehr oft kommen geistige Führer, Älteste, die mit den Samen beten oder Zeremonien machen. And I'm going to have Mom share a little bit about your vision of why you're collecting the seeds. Und ich möchte, dass meine Mutter jetzt ein bisschen mit euch teilt, warum sie diese Samen sammelt. Okay, so before I start with the vision, Bevor ich mit der Vision beginne, it's important to understand ist es wichtig zu verstehen,
that grandmother Flordemayo built dass Großmutter Flordemayo etwas gebaut hat. 5 temples. 5 Tempel. And these temples are made of stone. Und diese Tempel bestehen aus Stein. And this temple where I am right now, Und dieser Tempel, wo ich jetzt gerade bin, this is the temple of the golden child. und dies ist der Tempel des goldenen Kindes. This is the first temple. Dies ist der erste Tempel. And it came from vision of the golden child. Und er entstand aus der Vision des goldenen Kindes. This is a physical little house. Das ist physisch ein kleines Haus. The temples outside that are made out of stone, Die Tempel draußen, die aus Stein bestehen, they're tangible temples that we can touch. sind also Tempel, die wir berühren können. Temple of the water. Tempel des Wassers. And in the water, there is a belly of water. Und in diesem Wasser ist ein Bauch aus Wasser. We have little animals that come and lay their eggs. So there's life. Und es kommen kleine Tiere und legen ihre Eier dort rein. Es gibt dort Leben. And people can touch the temple, the rocks, the water. Und die Menschen können den Tempel berühren, die Steine, das Wasser. Because they forget how important water is. And water is life. Weil sie vergessen, wie wichtig Wasser ist, denn Wasser ist Leben. We have a physical temple for the wind. Wir haben einen physischen Tempel für den Wind. And we can touch it. Und wir können den berühren. And the wind moves through it and makes beautiful sound. Und der Wind weht dadurch und kreiert wunderschöne Töne. And the wind is life. We can't be without breath. Und der Wind ist auch Leben. Wir können nicht ohne Atem sein. And also the breath moves through our vocal cords and helps us to speak. Und der Atem geht ja auch durch unseren Kehlkopf und hilft uns zu sprechen. Other than giving us that life. Also nicht nur, dass uns das Leben schenkt. There's the temple, the fire temple. Es gibt dann auch den Feuertempel. And the fire temple is specifically to do fire ceremony. Und der ist ganz spezifisch, um Feuerzeremonien abzuhalten. This represents the spirit of the sun. Dieser repräsentiert den Geist der Sonne. And the sun is recognized as the grandfather. Und die Sonne wird erkannt als Großvater. And we can't live without the sun. The sun gives us life. Und Nothing grows without the sun. wir können auch nicht ohne Sonne leben. Es wächst nichts ohne Sonne. And then we have an earth ceremony. Und dann gibt es noch eine Erdzeremonie. And the spirit of the earth is life because everything grows on the earth. Und der Geist der Erde ist das Leben, das hier wächst. So before I made the temples, I had a vision. Also bevor ich diese Tempel ins Leben gerufen habe, hatte ich eine Vision. And in the vision, a grandmother came from the heavens. Und in dieser Vision kam eine Großmutter vom Himmel herab And she said to me, und hat zu mir gesprochen.
I want you to make little seed bundles. Ich möchte, dass du kleine Saatbündel machst, Samenbündel machst. I want you to give the seeds to the children. Ich möchte, dass du diese Samen den Kindern übergibst. I want you to speak to the parents Ich möchte, dass du mit den Eltern sprichst and remind the parents und sie daran erinnerst, that the seeds are life. dass die Samen Leben bedeuten. They should be treated like children. Sie sollten wie Kinder behandelt werden. They need to be protected. Sie müssen beschützt werden. And the reason the children are receiving the seeds Und der Grund, weshalb die Kinder die Samen erhalten, for them to understand damit sie verstehen, the seeds are need to be carried into the future. damit sie verstehen, dass die Samen in die Zukunft hinübergetragen werden müssen. And so we built a building 9 feet underground, temperature control, and Ja. the upstairs is a teaching facility. Und deshalb haben wir ein Gebäude erbaut, 9 Fuß tief. Die Temperatur wird kontrolliert und obendrauf hat es ein Lehrgebäude. And for the last 12 years, I've been bringing bundles of seed to the children all over the world, and I have given seeds to children in Germany. Und in den letzten 12 Jahren habe ich diese Samen überall den Kindern verteilt und auch in Deutschland. Yeah, and so that is basically what I'm doing here, reminding humanity on the importance of this life, seeds. Und das ist eigentlich das, was ich grundsätzlich hier tue, die Menschheit daran erinnern, wie wichtig diese Samen für unser Leben sind. Heather is just writing, Heather schreibt gerade, dass unsere Vision ist es, das spirituelle Bewusstsein und die Verbindung zwischen Menschheit und Mutter Erde zu verstärken, zu erhöhen. Und das ist so unglaublich wichtig, dass wir uns wieder erinnern, so wie Großmutter Flordemayo gerade gesagt hat, wir als Frauen mit unserem Schoßraum, wir sind die Hüterinnen der Samen. Das wissen wir. Wenn wir schwanger sind, dann wissen wir ganz automatisch, wenn irgendwas ist, wenn wir nur im Stress sind, wir legen ganz automatisch die Hand auf unseren schwangeren Bauch, weil wir wissen, wir sind die Hüterinnen dieses Wesens, das da in uns wächst. Aber genau so sind wir Töchter und natürlich auch Söhne der Erde und wir sind hier, um auch die Samen, die Maissamen, die Getreidesamen und so weiter zu hüten. Und wir wissen alle, dass einfach so viel verändert wurde, sogar genetisch verändert wurde. Und was macht es mit uns, wenn wir diese Samen, die genetisch verändert wurden, essen? Und was macht es mit uns, wenn wir diese ursprünglichen Samen zu uns nehmen? Das ist ja genau das. Das verbindet, also das verstärkt wieder die Verbindung zur Erde. Ja, I don't know if you want to tell some more words, Heather. I was just explaining because I was reading your words because I feel the same, that it's so important that we protect the seeds because we know there happened a lot of manipulation, even genetically modification of the seeds, and it's so different if we eat seeds that are genetically modified or if we eat the original seeds, because I feel that when we eat the original seeds, we also, I mean, we are so in connection with the ancient wisdom of Mother Earth through the seeds, right? Not only the wisdom of Mother Earth, Nicht nur die Weisheit von Mutter Erde,
But sondern the organic seed, die biologischen Samen, just like us human beings, wie bei uns als Menschen, has a body, hat einen Körper and the organic seed, like a human, has a light body. und der biologische Samen hat genau gleich wie ein Mensch einen Lichtkörper. So it's good for humans to eat food that is full of light. Es ist sehr gut für Menschen, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die voll von Licht sind. Yeah, and I think it's important to realize that just like animals, the seeds can become extinct Und and es they ist, need that preservation. und es ist wichtig, einfach auch wahrzunehmen, dass die Samen eben auch aussterben können wie Tiere und deshalb beschützt werden müssen. And like we humans, I mean, I am always in sorrow if we forgot all the ancient wisdom, the ancient seeds, the clean water that, I mean, there was a time where all the water in the world was clean, but we changed so much that, I mean, when we go on like this, I don't know if we will continue to exist. So I think the seed preservation is so important for humanity, for the future, for our children and grandchildren. And I do think, Alicia, you guys probably in Europe do a better job of eating organic food, being less wasteful, and being a little more mindful, having gardens than we do in the United States. Ja, und Alicia, ich glaube, dass ihr in Europa ein bisschen mehr Sorge tragt als wir hier und weniger Abfall generiert und einfach sorgfältiger damit umgeht. Someone was writing, I think it was Irene again, that she wasn't conscious about that the original seeds are in danger, but it is like that, right? Yeah, and there are many seeds that we have that are, I think Mom had planted an 800-year-old squash last year, Mom? Also es gibt viele Samen, zum Beispiel, ich glaube, meine Mutter hat letztes Jahr einen, ich weiß nicht, ob das 800 oder 800 geheißen hat, jährigen Samen gepflanzt hat von Kürbis. Amazing. Yeah, there's many seeds that we only have a few of, and then we'll send them to people to grow the best person or the best climate. Ja, wir haben also viele verschiedene Samen und von manchen haben wir nur wenige und wir verschicken das an andere Leute, die das dann aussehen und kultivieren und uns zurückgeben. To help replenish that supply of nearly extinct seeds. Damit wir das wieder auffüllen können, diese Samen, die fast schon ausgestorben sind. Wow, it is so important. Thank you for sharing that with us, Grandmother Flordemayo, and dear Heather, thank you for your important work for the future, for the new time, for the next generation. And I will share with all the people here and with our big community all the information. Also ich sage es nochmal in Deutsch. Ich habe mich gerade nochmal bedankt, dass Sie das hier alles mit uns geteilt haben. Das ist so eine wichtige Erinnerung, die wir nicht vergessen dürfen. Und wenn ihr das unterstützen möchtet, Sie brauchen Spender, also Ihnen sind tatsächlich viele Spender abgesprungen durch die Krise, in Anführungszeichen. Ich verstehe das auch. Es ist einfach so viel los in der Welt, aber ich weiß, hier sind einige von euch dabei, die sicher das Herz haben, dazu spenden, aus dem Herzen wirklich auch heraus. Also wir teilen das nachher im Mitgliederbereich und auch in der Gruppe nochmal die Möglichkeit, wie ihr da unterstützen könnt. Ja, also thank you again, Grandmother Flordemayo. Thank you, Heather. Thank you,
for supporting us in remembering us of the ancient wisdom, because I feel it's so important to remember this ancient wisdom on every level to create a new future. Yeah, yeah. And Thank you to everyone, you know, sending you lots and lots of love and light. Yeah. Thank you so much, Alicia. We hope to do this again sometime. Sabine, thank you. You're such a beautiful translator. Thank you. And, you know, we hope to visit Europe, you know, at some point again soon. So we hope to come to Germany. I know it's very special to my mom, and Switzerland, and we had a lot of invitations that we want to come to Europe and spend some time. So. Ja, sie wünschen sich also bald einmal wieder nach Europa zu kommen und in die Schweiz und freuen sich schon. Ja, und sie sendet euch noch ganz viel Licht und Liebe, Großmutter Flordemayo. Und ja, wir werden sicher hier noch mal das eine oder andere Event mit ihr erleben über Zeit des Wandels. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle bereit seid, euch wieder für dieses uralte Wissen zu öffnen, es mitzutragen in eurem Herzen wie Samen und es so wieder zurück in die Welt zu bringen. Also danke an euch alle. And thank you so much, because I was just saying that with your wisdom you shared here with us, Grandmother Flordemayo, you also planted a seed within ourselves, and that we can let grow now to bring it back into the world. So thank you so much for your love and for everything that you are giving to us and to the world. We're going to do our closing prayer. Thank you. Wir machen unser Abschlussgebet. Ja. Beloved Creator, Geliebter Schöpfer, thank you. danke dir. You have brought us together in this beautiful, beautiful circle of light. Du hast uns zusammengeführt in diesem wunderbaren, wunderschönen Licht. Connecting us, Uns verbunden. beloved beauty, Geliebte Schönheit. allowing us to see ourselves eye to eye, Hast uns erlaubt, uns gegenseitig von Auge zu begegnen. and to feel ourselves heart to heart. Und uns gegenseitig zu spüren von Herz zu Herz. Let it be so, beloved beauty. Möge es so geschehen, geliebte Schönheit, That we continue this relationship. dass wir diese Beziehung weiterführen. In the name of the great mystery, beloved beauty. Im Namen des großen Mysteriums, geliebte Schönheit, I thank you. danke ich dir. Thank you. Thank you very much. Danke auch an dich, liebe Sabine, für Sehr deine gerne. wunderbare Arbeit. Also ich muss auch nochmal hier Sabine hoch loben, nicht nur für ihre Übersetzung. Sie macht das nämlich nicht so gut, weil ihr die Spiritualität natürlich auch nicht fremd ist, denn sie ist selber medial begabt. Sie malt Seelenbilder und führt auch den Seelenblick durch. Das heißt, wenn ihr euch von ihrer Präsenz angezogen fühlt, ich werde ein paar Infos mal über sie rausschicken. Sie macht da wunderbare Arbeit, kann zum Beispiel auch gucken, ob euer Partner auch wirklich euer Seelenpartner bzw. Partnerin ist. Sie hat da auch sehr außergewöhnliche Gaben und genau das macht sie ja auch zu einer so guten Übersetzerin, weil sie einfach versteht, worüber wir hier sprechen. Also danke auch an dich, liebe Sabine. Und ich bin eine Gärtnertochter, also ich kenne mich super gut aus mit Erde und Samen. Ich sehe das genauso wie Flordemayo. Ja.
Grandmother Flordemayo, Sabine is just telling us that she comes from a family of gardeners. So she also feels very connected with the seeds. Absolutely. Beautiful, beautiful. Yes. We have to go back to reconnecting with the seeds. Yes, is very, very important. I always hold them in my hands and I feel the energy, and so I always feel them like brothers and sisters. Of course, they are their children. Yeah, yeah, yeah. Beautiful. Yeah, it was a beautiful webinar. So thank you so much for the energy here, and so great what you are bringing back into the world. Thank you, and hope to see you soon, and much love to los Estados Unidos. Gracias, gracias. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.